Ja, ich stehe hier an einem ganz besonderen Ort innerhalb des Industriemuseums Henrichshütte, und zwar stehe ich vor der sogenannten Ofensau. So heißt in der Sprache der Hüttenleute das Fundament, der untere Teil, auch das Innenleben eines Hochofens. Und hier sehen wir eben die letzte Erinnerung an den ehemaligen Hochofen 2 der Henrichshütte, der nach der Betriebsschließung die Reise in die Volksrepublik China angetreten hat. Das heißt, dem letzten Betreiber der Henrichshütte, dem Thyssen-Konzern, ist es gelungen, diesen Hochofen, der ehemals hier stand, zu verkaufen. Eine chinesische, ich nenne es jetzt mal Delegation, war kurze Zeit nach der Betriebsstilllegung hier in Hattingen über Monate vor Ort und hat diesen riesigen Hochofen hier in seine Einzelteile zerlegt, demontiert, sozusagen reisefertig gemacht. Und dann ist er über Antwerpen, über den Seeweg, sind die Teile nach China verfrachtet worden, wo der Hochofen dann wiederum mit Hilfe von Fachleuten auch hier von der Henrichshütte wieder zusammengebaut, aufgebaut und in Betrieb genommen wurde. Nicht für China, kann man vielleicht hinter mir erkennen, steht auf einer Texttafel an diesem Fundament, an dieser Ofensau. Soll eben heißen, dass man schon wusste, als die Chinesen hier waren, dass hier ein Industriedenkmal, das Industriemuseum Henrichshütte, entstehen soll. Man war in der Planungsphase und man hatte Angst vor dem Fleiß, vor dem sprichwörtlichen Arbeitseifer der Chinesen, dass die dann nämlich hier alles praktisch mitgenommen hätten und nicht nur diesen Hochofen, der hier gestanden hat. Und deswegen gab es Schilder oder andere Kennzeichen nicht für China. Und man hatte den chinesischen Arbeitskräften erklärt, wo sie das vorfinden, bitte Finger weg.